Ich habe mich selbst als Dreck gesehen früher. Für mich gab es nämlich einen Ausweg, entweder die geschlechtsangleiche Operation oder der Tod. Ich bin die Josie Meloni, 26 Jahre alt, komme aus Mainz und bin von Beruf Partyschlagersängerin. Ich studiere Erziehungswissenschaften. Zusätzlich bin ich auch noch in der Personalentwicklung tätig. Tut schon gut, auch noch was Normales im Leben zu machen. Ich habe eine Geschlechtsangleichung gemacht. Also ich wurde biologisch als Junge geboren, habe mich aber nie als Junge gefühlt. Mit Anfang der Teenagerzeit habe ich dann auch begonnen, den Weg zu gehen, mich zu outen und bin dann mit 16 Jahren zum Arzt gegangen und habe alle notwendigen Schritte eingeleitet. Meine Mama war, glaube ich, schon echt geschockt, aber die hat sich das nie anmerken lassen, was ich ihr wirklich hoch anrechne, weil sie wusste in dem Moment, ich muss jetzt für mein Kind da sein, egal ob ich es verstehe oder nicht. Anders war zum Beispiel mein Vater, der hat es nie akzeptiert. Das Allerschlimmste war für mich, dass er mich zum Beispiel bei männlichen Pronomen benannt hat oder sonstiges. Und das ist für mich kein Vater, das ist für mich ein Unmensch. Die Realschule war für mich echt ein Ort des Grauens. Also ich gehe da heute noch mit wirklich Bauchschmerzen dran vorbei. Ich habe in der Phase, wo ich mir einfach selbst nicht sicher war, viel Ausgrenzung erlebt. Natürlich wurde ich oft beleidigt. Ich war damals in einen Jungen verliebt. Dann haben die mich in die Klasse getragen von dem und mich vor dem gelegt. Also Sachen, die mich in dem Moment wirklich so blamiert haben, dass ich wirklich Angst hatte in der Pause, mich unwohl gefühlt habe. In meiner Berufsschulzeit, das war gerade die Zeit, wo ich die Geschlechtsangleichungen durchgeführt hatte, da war ich dann das erste Mal auch im Fernsehen präsent, was dazu geführt hatte, dass mich jeder halt in der Schule kannte. Jeder hat darüber geredet, gerade in dem Alter. Und ich habe mich einfach 3 Jahre in der Schule in der Toilette versteckt und bin nie in den Pausenhof gegangen. Für mich gab es nie den Tag, wo ich gesagt habe, so Mama, ich lebe als Frau jetzt, sondern für mich war das einfach eines Morgens, da bin ich aufgewacht und habe gedacht, nee, jetzt gehst du nicht schon wieder als Junge in die Schule, das tust du dir nicht an. Dann habe ich mir ein Kleid angezogen, bin in die Schule gegangen und alle waren halt so. Und ich war halt einfach, ja, ist jetzt so. Es war damals unsere Verkleidungswoche vom Abschluss. Ja, und da bin ich einfach dann als Frau gegangen, weil das Thema war Glamour und ich fand, als Mann kann man nicht Glamour sein. Fastnacht war für mich ein besonderes Ereignis im Jahr, also bis heute meine liebste Jahreszeit, weil ich mich dort immer schon ausleben konnte. Also ich bin da das erste Mal wirklich als Frau rausgegangen. Ich bin in den Kindergarten immer als Prinzessin gegangen. Und so hat sich das auch in der Jugend weiterentwickelt, dass ich mir dann Frauenkostüme angezogen habe und da ich selbst sein durfte. Und die schönste Bestätigung war für mich schon als Kind oder als Jugendliche, dass mich die Menschen auch immer als Frau wahrgenommen haben. Für mich war Fastnacht nie die Verkleidung, sondern immer die Zeit danach, wo ich wieder normal sein musste, obwohl ich in dem Moment ja gar nicht normal war. Ich glaube, der Moment, wo ich angekommen war, war der Moment, wo ich wusste, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin nicht von der Meinung von Menschen abhängig. Also ich fühle mich nicht irgendwie besonders oder denke so, yippie, jetzt bin ich eine Frau. So, mir geht es einfach nur nicht mehr schlecht. Ich glaube, das ist es einfach. Die größte Hürde ist, glaube ich, dass man sich selbst nicht als vollwertigen Menschen anerkennt. Ich habe mich selbst als Dreck gesehen früher. Ich dachte, ich bin eklig, ich bin kein Mensch. Also ich fand mich einfach selbst widerlich, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Zu erkennen oder zu akzeptieren, dass man es vielleicht auch verdient hat, einfach glücklich zu sein und dieses Gefühl zu haben, normal zu sein, weil das Gefühl, normal zu sein, hatte ich das erste Mal mit 22 Jahren und vorher dachte ich immer, ich bin kein vollwertiger Mensch. Ich glaube, sobald man erkannt hat, dass man es auch verdient hat, fängt man auch an, den Weg zu gehen. Die Bühne ist ja tatsächlich noch so ein bisschen mein großer Traum. Also Singen tue ich schon mein Leben lang. DSDS war für mich etwas, was mir gezeigt hat, dass mich Menschen so akzeptieren, wie ich bin, weil das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich positive Rückmeldungen bekommen habe. Und das muss man sich mal reinziehen. Der Auftritt war schon echt ein bisschen peinlich, aber ich war bei DSDS ich und ich glaube, das haben die Menschen einfach gemerkt. Auch wenn ich vielleicht eine laute Klappe hatte, aber trotzdem habe ich Herz gezeigt. Und seitdem bin ich auch tatsächlich erst auf Social Media wirklich aktiv, wo ich auch einfach sage, es ist wichtig, über alles zu sprechen, über Positives, über Negatives, über Lustiges. Das Leben ist nicht nur einseitig, wir haben auch Persönlichkeit und ich glaube, das ist einfach wichtig zu zeigen.
Ich muss schon wirklich mit viel Hassnachrichten zurechtkommen auf Social Media, insbesondere sobald irgendwie was Öffentliches ansteht. Bei mir war es zum Beispiel, als ich an einer Dating-Sendung teilgenommen hatte, da wurde ich so runtergemacht. Die Leute haben mich so beleidigt, weil sie gesagt haben, wie kann ich denn da mitmachen? Das wäre ja asozial den Männern gegenüber. Bei Miss Germany, als es dann rauskam, dass ich bei Miss Germany dabei war, da haben mich die Leute so runtergemacht, weil sie gesagt haben, wie soll denn eine Transe Miss Germany werden und wo will das alles noch hinführen? Da habe ich Morddrohungen bekommen, Beleidigungen. Ja, der Hass der Menschen ist schon sehr, sehr groß. Ich würde meinem 10 Jahre jüngeren Ich sagen, dass ich mich viel mehr mit dem Leben rund um meine Trans-Thematik beschäftigen soll, weil ich mich zu sehr darauf fokussiert habe, wer ich nicht bin, anstatt auch zu sehen, wer ich eigentlich schon längst war. Ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass wir uns viel mehr lernen, so zu akzeptieren, wie wir sind, dass wir uns vielleicht auf die Charaktereigenschaften von Menschen berufen und nicht unbedingt auf deren Identität. Ich musste mich viel zu lange in meinem Leben verstecken. Ich will jetzt genau das tun, worauf ich Lust habe. Ich will das sagen, was ich denke. Geh einfach deinen Weg und hör nicht darauf, was andere Leute sagen.